It's time for the NFC Championship, and the road to a Super Bowl goes through Dallas. It's the Seahawks and the Cowboys, and it's coming up next on Madden NFL 22. Well, the roof is closed, but as you can probably tell, the mouths of these Cowboy fans could not be more wide open. It is a frenzied AT&T Stadium in Arlington. Coming up, it's a battle to represent the NFC in this year's Super Bowl. And we've got a classic in store between the Seattle Seahawks and the Dallas Cowboys. Hello, everyone. Alongside Charles Davis, I'm Brandon Gaudin. The postseason continuing here on EA Sports. And, man, it is electric in here, and it should be conference championship time. I don't know about you, but my butterflies in my stomach, they have iron wings in this one. And every guy I've ever talked to has all said the same thing. This game, the conference championship game, may have more intensity than even the Super Bowl because you know what the stakes are. You try so hard to get to the big game that this is the one that's the real challenge. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22. NFC Championship Game gegen die Dallas Cowboys im AT&T Stadium. Diese bis spätestens nächste Folge wird auf jeden Fall die letzte in Madden 22 sein. Madden 23 wurde ja jetzt auch schon angekündigt, also wir haben jetzt so langsam die Zeit, wo es gegen das Ende geht von Madden. Und wie gesagt, diese oder nächste Folge wird definitiv die letzte sein. Wird es das erste Let's Play, wo wir nicht den Super Bowl holen, oder kriegen wir ihn? Die Frage aller Fragen. Und bisher sieht es gut aus. 2011. Smith bei den Cowboys verletzt. Finde ich schon mal ein doofer Beginn für die Cowboys. Hoffen wir mal für die Cowboys, dass er nicht allzu sehr verletzt ist. Denn wir wollen schon gegen die besten Cowboys gewinnen und nicht gegen kaputte. Und der ist, glaube ich, nicht drüber. Ne, 4. und 3 und das ist ein Punt. Und der geht. Ist hoffentlich ein Touchback. Hoffentlich. Ja. Und jetzt kommt unser Quarterback aufs Feld. Here come the Seahawks. Time for that offense and quarterback Russell Wilson to go to work. And similar to his nickname, Russell Wilson has a dangerous mix of skills, the ability to throw from the pocket and extend plays and throw on the run. Not to mention an absolute winner. Usually has his team in the playoffs competing for Super Bowl opportunities. Wilson, the Seahawks take over now. So, und wir beginnen ganz vorsichtig mit einem Lauf über Chris Carson. Und das ist ein neues First Down. Beginnt schon mal richtig gut für uns. Da können wir auch. Now it's Carson. And some room to maneuver. Oh, schön. Der nächste. Gute Lauf.
One thing that's great about watching him run, Charles, he doesn't hesitate. He got to the left side of his O-line and just went. So there's two ways Also, to das look war at ein that. guter Lauf. One, just absolutely unconcerned, just takes off and goes. But more the latter, I think, which is he has absolute confidence in the guys in gucken, front was of wir him, jetzt the guys doing hinkriegen. the blocking for him. He just takes it and goes with abandon. Everett, das ist neues First Down. Stück für Stück arbeiten wir uns hier nach vorne. I don't mean to jump in on you, partner, but they didn't waste any time getting downfield, did they? I mean, a nice big play there. 3 plays, 3 successful plays in plus territory. Now this defense on its heels a bit. It seems Also like bisher haben wir wirklich einen guten Lauf in diesem Spiel. okay, we've got a matchup we like coming right out of the gate. Let's go ahead and get right to it. He'll find Metcalf. Und DK Metcalf. Now after the completion, we're going to get a timeout, an injured player. While the Armstrong trainers take a look, verletzt. we'll step aside. Sowas wollen wir natürlich nicht sehen. Verletzungen bei Dallas, das schmälert den Sieg am Ende. They'll come up now on 2nd and a yard. Finde ich zumindest. Here's Carson. And nothing doing. He's immediately taken down at the line of scrimmage. 3. und No 1. gain on the play, and now they're faced with a 3rd and 1. Okay, 2nd and 1, you get nothing. What now on 3rd Wie and 1? kriegen wir das am Sorry about besten that. hin? I was so excited So. I jumped in on you. This is almost like practice to me. Line it up and do it again. You didn't get it right the first time. Just get right back Kommt, on the Jungs. ball and go. It doesn't matter that they know you're coming. Ja. You ought to be able to Da pick ist up der this Fullback short yardage. durch. And he is going to have a Seahawks first down as they're able to convert on 3rd and short yardage with a gain of 4. The run didn't work very well on that play. Defenders on Und 3rd das and short können- know it's das going to be a können quick fast read. gehen. And really, the quarterback's just going to turn around and hand it off. So that way you're able to diagnose the play and try and get to the point of attack. But when you're dealing with a Da haben wir. it's hard to knock him back. Nehme ich lieber die sichere Variante. Out of bounds, taking it just shy of the 10 at the 11 of the 12. He'll wind up getting right about Wie machen 4 wir's there on the jetzt? scramble, and it's 2nd down. Schwierig. So. Here's Wilson to throw. He's got Und it. da This ist is tight Beasley. end. It's complete. And the Bis Seahawks are kurz looking vor at die 1st and Endzone. goal as he's tackled all the way down at the 2-yard line. Well, he did everything So, but jetzt get him machen in wir's the ganz end zone there, einfach. but now they're set up golden opportunity, strong opening drive, and they're knocking on the door. Komm, Chris Carson. That they did it. Now look where they are on the field. All right, this is naturally set up for a running play, isn't it? Okay. His ability to throw the football, his accuracy on this drive, you might want to think about a pass play in this situation. Interesting. Time to find out. They'll try to run with Und da Carson, ist er. and he is in for the Puh. Seattle touchdown. Ich war jetzt am Überlegen, ihr habt es ja gesehen, auf den Passspiel zu gehen. Dachte mir dann aber, nee, komm. Und Chris Carson hatte in diesem Drive schon gute Läufe. Diese 2 Yards da, die er da vor sich hat, oder 1,5, die wird er auch noch hinkriegen in diesem Drive. Also, let's go und rein da, dachte ich mir. Wenn es dann nicht gut gegangen wäre, hätte ich einen Pass versucht. Aber so haben wir jetzt 7-0 gegen die Cowboys, gegen das beste Team der NFC gesamt gesehen. Und unser Gegner wird entweder Tennessee Titans, sehe ich gerade, oder die Raiders. Das wäre natürlich ein... Ja, seien wir mal ehrlich, ein Billo Super Bowl. Also, egal wer jetzt von uns weiterkommt. Also ist es Cowboys, wäre es halt Cowboys gegen Tennessee oder Las Vegas. Das ist halt... Von den Namen her wären die Cowboys deutlich besser. Und wenn wir weiterkommen, Tennessee ist besser als die Seahawks in echt. Und gegen Las Vegas wäre es halt so, mehr oder weniger, sage ich mal, für beide Teams ein Krepelduell.
Boah. Das ist ärgerlich. Da hätten wir ihn abfangen können, aber waren zu weit weg. Also das wäre jetzt nichts wirklich, wo ich sagen würde, wow. Prescott auf CD Lamb. Jetzt haben wir gerade ein paar Probleme, sie zu stoppen. 2004. Also jetzt gerade machen sie es ganz einfach mit uns. So. Und das Gallup. Oh, und jetzt geht das erste Quarter weg. Im Hintergrund sieht man es noch ein bisschen. Zu voreilig gewesen. Und das wird wieder ein Lauf. And he is met quickly in the backfield. Down he goes, folded like a lawn chair. Er wurde zum Glück mit dem Stopp. So. Können wir sie jetzt endgültig stoppen. 3. und 6. Oh, und da können wir sie wieder stoppen. Machen sie es? Nein, sie gehen natürlich dafür. Nee, gehen sie nicht. Und da geht nicht. Der ist rausgesprungen. Das ist natürlich bitter für die Cowboys. Aber gut für uns. Gut für uns. Da springt das Ding wieder raus. Und da ist Chris Carson. 5 Läufe, 41 Yards, 1 Touchdown heute. Kann sich sehen lassen. Und das sieht... Okay. Der sieht gut aus. DK Metcalf. Schönes Ding. And in the run-up to this championship game, so much was made about how would this offense hold up on the road in a hostile environment. Well, that's not the definitive answer, but what a great first answer from them. Da war er komplett frei, DK. Ist natürlich ärgerlich für Dallas, für uns perfekt. Und Chris Carson mit dem nächsten Megalauf. Also der hat heute, ich weiß nicht, was der genommen hat, aber es hilft ihm heute einwandfrei. Really strong throughout that one. Not only is he getting good blocking up front, but how about his vision to find the holes? And he's seeing things before they even open. Super Run von ihm. Und wie machen wir es jetzt? So. Hot Routes. DK. Slant nach hin. Und da ist Luckett. Genau in dem Fenster zwischen den beiden Defendern. Den Ball platziert mit Wilson und Luckett hat ihn zum Touchdown. Genau zwischen die 55 und 42 in dieses kleine Fenster gesetzt, den Ball. Damit ihn Luckett fangen kann. Und das ist der nächste Touchdown für uns. Und wir kommen dem Super Bowl immer näher. 4:49 noch auf der Uhr. Perfekter Drive. Muss man einfach mal sagen. So, Kickoff.
Weg mit dem Ding. Und gucken, was die Cowboys draus machen. Nicht viel. Sie knien ab. And now Dallas gets set to take the field. They've got to be a little shell-shocked. Down double digits at home in the playoffs. Still in the first half. They've got to turn things around quickly. So Prescott to the Cowboys now with a 1st and 10 at their own 25-yard line. Los geht's. He'll hand it off to Elliott to begin the drive. And not a whole lot of room to operate there on the first Der Lauf down. war He gets maybe 3. in Ordnung, würde ich sagen, von Elliott. Der mich ja in echt auch nicht mehr so ganz so catcht. Also ich finde Elliott in echt zumindest ist nicht mehr das Geld wert, was er hier zu verdienen. Und Gallup kriegt da einen von Jamal Adams. Also es gibt bei den Dallas Cowboys andere Spieler, die hätten das Geld mehr verdient als Ezekiel Elliott. Aber ja. Die Cowboys haben sich gedacht, Elliott muss man das Geld geben. Gut im Spiel. Ja, da ist er weg. Schön gemacht, aber wie gesagt, in echt finde ich ihn persönlich nicht so. Nee. Da gibt er mir nicht so viel. Aber der Fehler war von Jamal Adams, der sich auf den falschen Spieler mit konzentriert hat. So. Wir haben jetzt noch 3:44 auf der Uhr. Um für uns nochmal ein paar Punkte auf den Board zu bringen. Und das passt! Das passt! Das kriegen wir doch hin! Kick-off Return! Der erste! Und das genau im NFC Championship Game. Also besser geht's nicht. Besser geht's nicht. From his special teams coach's head coach to bring it out of the end zone. But let's be honest, a lot of times where they bring it out of the end zone like he did there, they don't have approval. I mean, I think a lot of times they do. Also, man sagt ja mal, antwortet schnell. Ich glaube, noch schneller kannst du nicht antworten. Sometimes you just have to know when to break the rules. And if you do, you're taking on some responsibility. But he was happy to do so there. Also es ist ja schon schnell mit dem allerersten Play, was dann Wilson gemacht hätte, zu antworten. Aber ohne Wilson zu antworten direkt, das ist natürlich noch schneller. Und ich wollte eigentlich erst mich abknien, genau so, aber zum Glück habe ich mich dazu entschieden zu laufen. I guess they have to feel a little gratified to at least get on the board last time, but still work to do. No doubt about it. I wonder now if they're going to try to increase the urgency a little bit, maybe pump up the pace, So, maybe go 2 minutes. wie können wir jetzt die Cowboys aufhalten? Das sieht nach einem Lauf aus. Und da kriegt Elliott aber Hand erstmal in den Rücken gedrückt. Das ist jetzt auch vielleicht nicht das Gesündeste für ihn. Ah, starker Lauf von Elliott. Das ist halt, in-game ist es halt so, der braucht nur eine Mini-Lücke und der ist weg. Also im Echt könntest du ihm 3 Scheunentore aufmachen und der würde trotzdem sich festlaufen.
they're at the kids' table. Aber hier ist es halt wirklich eine Mini-Lücke und wir sehen Elliott nie wieder. Muss man einfach mal so sagen. On the option, here's Elliott. And here he'll be brought down a little shy of the 35 at the 36. Der nächste gute Lauf von Elliott. Adams coming up from his safety spot to make the play. They play fake to Elliott. Now Prescott. Connects here with a tight end Blake Jordan. And that'll wind up moving the Der kommt beim Tight End an. 2-Minute Warning. Seahawks 24-yard line. Und ich glaube, das wäre sogar mein Tight End eigentlich ursprünglich gewesen. The coach with us as always as he will start to look ahead to Super Bowl 56 in LA. This will be stopped about 2 yards shy of the marker. Und jetzt verletzt sich hier einer nach dem anderen bei den Cowboys. Das ist echt bitter gerade, was da passiert. Ahead of the chains now, 2nd and 2. While the training staff works on him, we'll step aside and be right back. Throwing again on 2nd down. Prescott. This ball tipped and it's going to be incomplete. Der funktioniert nicht. Perfekt. Dritter und 2. And again it's Prescott. Und da ist der Touchdown. Verdammt! A 16-yard touchdown. And the Cowboys have cut it to within a score. Da war zu viel Lücke. Da habe ich mich rausziehen lassen auf CD Lamb. Da hätte ich eigentlich mit Bobby Wagner stehen müssen. Ja, dass dann von Jamal Adams nichts mehr kommt, ist klar. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und vor allem nicht nur ärgerlich an sich, sondern auch unnötig. Denn wir hätten da ruhig mit einem Field Goal rausgehen können. Das wäre möglich gewesen, aber so. Muss nicht sein. So. Jetzt nochmal wir am Start. And what I've always loved about running backs is they'll tell you, I had no idea how many yards I had. Right. Those guys have an innate sense of where they are in a ball game and how many yards they've accumulated, because you know they're always working towards 100. He's been working well towards 100 here. Timeout. The Seahawks going to use the first of their timeouts as they'll talk things over prior to this upcoming 2nd down play. Das könnte gefährlich werden. Und da wollte ich gerade auf Luckett. Well, you most certainly don't want to go 3 and out here and give the football right back because your friend, Old Momentum, he's wondering if he should change sidelines about right now. And if you don't convert here, Das wäre, da wäre Luckett komplett weg gewesen. Ist natürlich ärgerlich. Wow. Timeout von den Cowboys. Kann ich verstehen, aber wir geben den Ball nicht her. Also ich zumindest nicht. Können andere machen. Schön zum Tight End Everett. And he'll be out of bounds after getting this one across the 40. Well, they picked up the first down, but I'm just going to say it. I didn't like it before the ball was snapped, and I don't like it now that they picked it up. Think about field position on their own side of the 50. They don't get it. They put their defense in a bad spot.
and it's just not a decision that pays off very often. It wasn't 4th and a yard. There was some meat on that bone. There really was. Fortunate to get it in Everett that hat situation, ihn. but not a call I would make very often. It's another 10 yards on that one and another So. first down. Jetzt könnte... Boah, das könnte zu Lockett gehen. Play action. Now Wilson. Und da ist Lockett komplett frei. Touchdown. Tyler Lockett. Yes. 1 Minute 11 vor Ende dieser ersten Halbzeit. Tyler Lockett mit dem nächsten Touchdown für uns. I mean, 2 touchdowns already here through the second quarter. There could be plenty more before this game is over. Myers connects on the PAT and the lead now up to 14. Also das wird hier ein Highscore-Game, wenn ich das so sehe. Also was hier für Touchdowns fallen, das wird ein richtiges High-Scoring-Game. Let's go, würde ich sagen. Die letzten 1 Minute 11. Ein Timeout haben die Cowboys noch. Wir haben 2, also es kann hier noch einiges passieren. Interception, Pick 6, Interception und dann nochmal ein Drive von uns. Fumble, Touchdown für Dallas. Hier kann jetzt alles noch passieren. In dieser 1 Minute 11. Oh, oder sowas. 2. und 11. So, schnell die Formation wechseln. Oh, da ist Sherman mit einem ordentlichen Hit gegen CD Lamb. Und da ist... Da war Taylor. Das gibt jetzt noch mal einen Return. Okay. 41 Sekunden. Zeit für einen Return. Oh, der sitzt bei Lockett. So, jetzt kommen noch mal Lockett und Chris Carson. Und das ist ja ganz klar, was wir jetzt vorhaben. Wir schauen, ob wir eine Lücke finden, so wie eben mit Lockett, oder wenn wir sie nicht kriegen sollten, wird natürlich gelaufen. Nee. Da laufen wir. Mit Chris Carson. Nehmen das letzte Timeout. Gucken noch ein einziges Mal, ob wir die Lücke kriegen. Ne, jetzt hat Dallas da keine Lust mehr drauf. Geben uns aber anders die Lücke. Schöner Lauf von Chris Carson. So. They didn't allow anything to leak from the backside on the right side of the offensive line either. Well played. Yeah, and it created a big run. Oh, so. They go play action with Wilson. Sliding out of the pocket. And he wisely will throw that one away. Ah, nochmal weg. Not only was it the right play, throwing it away like that. So. Frankly, I think it was the only play. Yeah, got outside of the pocket, realized he had nothing, just chucked it free. Die Chance ist noch mal da. 1 Sekunde vor Schluss. Los geht's. Und da ist er! Da ist er! Henry Rocks! Touchdown! 1 Sekunde
vor Ende. Henry Rux. Indeed. Well, my education continues in this game, I've got to tell you, because there's not an analyst in the world that would have said pass up the field goal here, go for it, and expect for it to be successful, and it was. I mean, they're playing this one just Und like ich a würde video sagen, das aktuell clevere Team führt und gewinnt das Ding hier. No doubt about it. For you and me, we live, Zack. Wir hören uns nach der Halbzeit wieder. And that will take us to the end of the first half of play. So we've reached halftime here in the NFC Championship. As we'll get you over to Orlando, where standing by is Jonathan Coachman. He has our EA Sports halftime report. All right, Brandon, thanks. As always, one half remains in the Battle of the Sea. He will take home that George Halas Trophy and represent the NFC in the Super Bowl. We'll get back to you guys in just a moment. But first, time to look ahead to the AFC Championship coming up later today. And it should be a great one as well, as it'll be the Tennessee Titans squaring off with the Las Vegas Raiders. Continuing on, here's a look at the next-gen stats in that first half, and you'll see they've continued to run the ball well. It's been a staple of theirs all year as they look to move forward in these playoffs. Meanwhile, for the Cowboys, there's a look at what they were able to do throwing the football, and they'll need to get things in gear as they trail here at the break. Our two squads making their final adjustments prior to the second half kick. Which team will be the one standing as NFC champions at the end? To find out, let's get you back to Brandon and Charles. All right, Coach, thank you. And we So. welcome everyone back for quarter number 3. Wir haben jetzt bei beidem Defeat und Here's more. Attack die Medium-Pässe genommen. Oh, da war wieder eine Riesenlücke. Und warum dieser Touchdown halt so wichtig war, sehen wir ja jetzt. Wir haben wieder den Ball. Das heißt, das Ding ist auf unserer Seite. Und war halt extrem wichtig für uns, damit wir diese Führung rausholen können, die wir jetzt haben. Boah. Und da kommt Tyler Lockett nicht mit dem Tackle durch. Da wird Chris Carson komplett begraben von allem, was da war. Das Everett. Schönes Ding. Right now, that crowd silent. And while we may be looking at the scoreboard, this offense certainly is not, because they're showing no signs of backing down, even with a 3-score lead here in the third quarter. I think they keep taking their shots. Können wir uns nicht beschweren, würde ich sagen, was die Partie angeht. Throwing now, Wilson on first down. This complete to Lockett. Lockett jetzt mit dem Catch. Also es geht hier nach und nach langsam nach vorne, aber es geht nach vorne. Da kommt ein Blitz. Da kommt ein Blitz. Oh, und der war doof, der war doof. Der war doof. Ah. Ich sag sogar noch, dass ein Blitz kommt und ich versuche trotzdem die kurze Route. Ah, Mensch. Ich hätte den Lauf wählen sollen. Und so kommt natürlich Dallas wieder dran an uns. Ah. Und jetzt müssen wir halt, also jetzt müssen wir die Punkte machen. Nochmal so ein doofes Play können wir uns nicht erlauben. Aber es wäre auch kein richtiges Spiel, wenn es nicht eine Interception von uns geben würde. Boah, da der Return, der war gar nichts.
Here's Russell Wilson and the Seahawk offense now getting set to go again. A solid first half. Es war natürlich ärgerlich. Good start to the second half. Los geht's. Relativ guter Lauf. 100 Yards hat er jetzt schon mit 12 Läufen. Chris Carson. Absolutely, just that one pick with the 3 touchdowns so far. So. To throw on 2nd and 6. Wilson. Das Henry Ruggs, schönes Ding. And he gets this one just shy of the 40, down at the 39. So. And now we get into the psychology of the whole thing, because a lot of teams with a 2-score lead in the third quarter, they almost become defensive with their offense, just playing not to lose. Und da können wir doch gerade so mit Everett, unserem Tight End, das Ding fangen. 2004. So. Not a big window to throw. Coverage wasn't too bad there. Yeah, they had him under wraps pretty well, but somehow able to muscle his Sehr way gefährlich open. auf jeden Fall der Wurf. Und da ist Chris Carson mit dem nächsten Superlauf. That was good, tough running right up the middle, and if the defense can't penetrate and make him slow his pace or change direction, that's often the end result. Wie machen wir's? So. So from Cowboy territory now, here's 1st and 10 at the 43. Now it's Wilson. Den hat Luckett. Schön neues First Down. 35, he'll be dropped a yard or 2 shy of the 30. 12 yards on back-to-back plays. Langsam nach vorne, aber es geht nach vorne. Offensive game plan has just been sensational. I mean, when you think about all the different ways they've gotten their receivers open so far, it's really been impressive. So. Scheme, design, execution. Line of scrimmage, the 31 now on 1st and 10. To throw is Wilson. Und den hat unser Tight End. They'll contain him to just 2006. And let's face it, you can put any Halloween costume on him. You're not going to be able to disguise him, because for a tight end of his size, difficult to sneak him anywhere, but that's what they tried to do. Lined up on his right, So, tried to work his kann way back to his left, but just a Luckett minimal gain as ihn. the defense was able to react quickly. Nein, können wir nicht. It's intercepted. Picked off by Jordan Lewis. Ach, und den kriegen wir nicht über den Defender gelegt. Past the 20-yard line. First Ach, ärgerlich. interception, so maybe a second half tone setter. Also die zweite Halbzeit beginnt schon mal katastrophal für uns. 2 Interceptions. And running into your pool instead of running out onto the field. A real dud for that Has one. that happened to you before? No, but I've heard stories. Ach Gott, Gott. Jetzt lasst uns das nicht außer Hand geben. Second down. Die zweite Halbzeit. Das wäre so ärgerlich. Again, it's Elliott. And he'll get Aber da this kriegt one up to Elliott erstmal 26. einen mit von Bobby Wagner. Three on the run there. Now they're looking Damit at a third Dritter and about und 5. 5. Aber das wäre so ärgerlich, wenn wir das jetzt hergeben. Here's Prescott. He's going to loft it deep right side. Oh Gott. And this is caught right along Und the der war sideline. brutal. What a job of keeping the toes in bounds there. A big play here for Dallas. But Dak Prescott, probably not the first name you think of in terms of strongest arms in the NFL, but he showed it off there. And that might be just what they needed to Und get den back kannst in du this nicht so game. freilassen. You need a big play to shake things up. Get a little life in your sideline, get everyone believing again, and they Und get it jetzt there in a big way. mache ich es mir gerade selber Carry kaputt. now for Elliott. And he's going to take this ahead for Es right ist around ein 3 bisschen yards, but ärgerlich. no more than that. Second down. Also jetzt machen wir es uns selbst kaputt. Und die Interceptions waren, die waren einfach dämlich. Also das dritte Quarter ist nichts passiert, außer 2 Interceptions, die total sinnlos waren. Und das regt mich so ein bisschen, ich sag's mal, auch für das Gesamtbild von Wilson auf, weil der steht jetzt als Quarterback wieder da wie so eine Nulpe.
Aber der geht nicht. Der geht nicht. Bobby hält ihn hinter. Das gibt nur einen Field Goal. Nein, gibt es nicht. Sie wollen natürlich den Touchdown. Oh, haltet sie dahinter. Nein. Nein, nein, nein. Ah, Mist. Remember, that was fourth and a full 2 yards. There's a big difference between that and fourth and maybe 6 inches or a yard. Yeah, you're exactly right, because when it's that 6 inches, you just fall forward and you pick it up, right? You just go quarterback sneak. But having to move bodies, that means you actually have to der wird fallen gelassen. Das glaube ich sogar den Cowboys ganz recht, dass der fallen gelassen wurde. Und das ist der Touchdown. Amari Cooper, und jetzt sind die Cowboys wieder da. Oh Mann. So that drive, 80 yards, 9 plays. And it's capped off with a Cowboys touchdown. Und jetzt müssen wir die ganze Uhr runternehmen. Die komplette. Ob wir das hinkriegen? And ultimately cannot get this out to the 25-yard line as he's dropped at the 23. Da kommt unsere Offense. Es tut mir leid für deine Stats, Wilson, was ich gerade gemacht habe. Zweimal hintereinander. Es tut mir echt leid. Weil er hat 333 Yards. Oh, und das wird wieder nichts. Doch. Neues First Down. Und da haben sie mich fast dran gekriegt. War kurz davor zu werfen, das Ding. You want to make sure you save it for that exact moment, that key time, and that's what he did, although you and I both know it wasn't planned that way. But what a nice job using his eyes, scanning the field, and realizing... Und der Lauf ist gut. Der Lauf ist gut. 120 Yards bisher von Chris Carson. So. Landon Van der Ash hatte dann das Tackle gemacht. Neues First Down. 8 Yards. Henry Ruggs. Und die zweite Interception ärgert mich, weil ich ja den Jet Sweep machen wollte, gesehen habe, dass dann Defender ist und deswegen geändert habe. Ich hätte es machen sollen, dann wäre er gestoppt, dann hätten wir aber noch einen Versuch gehabt. Weil ich habe hier schon Würfe gehabt in Fenster rein, die kleiner waren als alles andere. Aber nur weil ein Defender da steht, traue ich mich nicht zu werfen. Doof. Nee. Erster und 10. Oh, nächster guter Lauf, Chris Carson. Neues First Down. Also jetzt geht's aber ab hier. So. That's either a case of overthinking it So. or not thinking it through. If you do blitz, do you have to be careful about where you're coming from, or are you just coming from all angles? You have to be careful about where you're coming from, obviously, but at this stage, you have to take a few chances as well. Das ist halt 3 Touchdowns, 2 Interceptions heute von ihm. Bei den Werten eigentlich gar nicht mal so, also die Werte an sich, Passyards und, die sind gar nicht so schlecht, aber es ist halt das, was ich ihm versaut habe.
was mich stört. Chris Carson, nächster guter Lauf. Ist es ein First Down? Nein, dritter und inches. Und das heißt, wo ist es? Da ist es. Unser Fullback Nick Below ist dran. Und das ist ein neues First Down für Nick Below. So. Und da machen wir es ganz einfach. Zack. 2-minute warning. So it's Seahawk football as we march toward a conclusion. They've got a 1st and 10 as they look to try and finish this one off. So, 1st and 10. On 1st and 10, it's Wilson. And he's got his man in stride. Und Luckett. Luckett sag ich um DK Metcalf. Kurz vor der Endzone. Doch noch gestoppt. So. Zweiter und inches. Und das ist der Touchdown, Nick Below. Unser Fullback mit dem Touchdown. Perfekt. 1:52 vom Ende. 42:28. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, so viel Zeit wie möglich bei Dallas runterzunehmen, also sie inbound zu tackeln, in die Timeouts zu nehmen, aber ich glaube, das wird schwieriger als gesagt. Vor allen Dingen mit Prescott, der gerade gut unterwegs ist in dieser Halbzeit. Nein, das ist Sherman mit dem Tackle inbound. Und der liegt. Ich dachte schon. Den haben die schon wieder. So. Able to find Gallup. The completion there winds up a wash, and it'll bring up 4th down. Excuse my snarkiness here, but isn't the idea of completing a pass supposed to mean you get downfield and get yards? Especially on 3rd down. Yeah, that one. How about the defense? Figured that one Nein. way. Yeah, they completed it all right and lost yardage. 1st down now, but that Der kam an. Den haben wir bei Elliott. Timeout. Und der nächste Verletzte, glaube ich, bei Dallas. Na, Injury Timeout war es. Das ist natürlich bitter für Dallas. Und da ist Brooks. Oh, und da ist Bobby Wagner. Nice pickup of 9 yards on 1st down. Just about every quarterback is trained to really look downfield first before you come back and make a nice safe throw. And in this case, that's exactly. Aber der Drive dauert zu lange. Let him create some space, and it turned out to be a nice play for the Das offense. ist unser Sieg. Now Prescott. He's going to let this go. Back of the end zone. Oh, ein schöner Touchdown. CeeDee Lamb. Wirklich schön gemacht. Aber das ist zu wenig. Das ist der Sieg. Für uns. Und wir gehen in den Super Bowl nach Los
Angeles. Ab in den Super Bowl in Los Angeles. Die Frage wird nur sein, gegen wen. Und damit können wir das Ding abknien. Runter damit. Die Zeit läuft runter. Und wir haben den Sieg. 42-35. Hektischer als eigentlich erwartet, aber wirklich schöner Sieg. 3 Touchdowns von Wilson. Was mich halt immer noch ärgert, sind die 2 Interceptions, das muss ich sagen. Die ärgern mich immer noch, weil sie halt unnötig waren für Wilson an und für sich. Aber naja. Perfekt hier. Morty mit dem Upgrade. So. Advanced Freak. Gehen wir noch eine Woche vor. Sehen den Pro Bowl Roster, aber das interessiert uns ja nicht. Machen nochmal Auto-Upgrades. Perfekt. Und dann können wir eine Woche vorgehen. Next Streak und sehen unseren Gegner, die Las Vegas Raiders. Wir schauen uns noch die Yearly Awards an. MVP wurde Tom Brady. Dann Coach of the Year wurde Mike McCarthy, gefolgt von uns. Schauen wir noch kurz. NFC Offensive Player of the Year Tom Brady. Defensive Player of the Year Aaron Donald. Offensive Rookie Player of the Year Justin Fields. Defense Rookie of the Year Parson. Dann bester Quarterback. Okay, als bester Quarterback wurde dann aber Russell Wilson gewählt. Okay, als bester Running Back Ezekiel Elliott. Als bester Right Receiver Henry Ruggs gewählt. Interessant. Bester O-Liner Zach Martin. Bester Defensive Line Man natürlich Aaron Donald. Bester Linebacker Parson. Bester Defensive Back Lattimore. Bester Kicker Cody Parkey. Und das war's. Alles gesehen, was wir brauchen. Jetzt noch einmal die Spieler upgraden. Das ist der gute Henry Ruggs, der für seine Leistung als bester Wide Receiver nochmal ein Upgrade kriegt. Mache jetzt auch nochmal kurz das Training, um da nochmal die Upgrades mitzunehmen. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen in dieser Woche. Es war ein kurioses Spiel, aber wir haben es geschafft. Wir müssen auf Hand verzichten im Super Bowl gegen die Raiders, aber das sollten wir, glaube ich, hinbekommen. Sonst noch irgendwelche Verletzten. Nein, nur Hand wird uns fehlen. Ne, und DJ Flucker. DJ Flucker und Hand fehlen uns im Super Bowl, aber ich hoffe trotzdem, dass wir das Ding gewinnen können. Denn dann ist es halt, wie gesagt, vorbei. Dann ist Madden vorbei. Da wird dann auch kein weiteres mehr angefangen. Also das war's dann erstmal für dieses Jahr und ich hoffe, wir können es mit dem Super Bowl beenden. Aber ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und das heißt Let's Play Madden NFL 22, der Super Bowl gegen die Raiders.